Hallo, Hallo. schönen guten Tag. Pitted Studio TV mit Jenny. und Björn. Wir sind zwei Entwickler und erzählen ein bisschen was über diesen Wege, über unsere Arbeit, Computerspiele bauen und Zeugs und ja. Und Thema heute ist U-Boot bauen. Nein, was bauen wir jetzt? Was machen wir? Also die interessante Frage war, was hat sich denn eigentlich so verändert? Weil wir haben ja schon ganz früher Spiele gemacht, vor allen Dingen du. Und irgendwann hat sich das so ein bisschen verändert. Und wie ist das denn heute? Und welche Sachen haben sich verändert? Und warum haben sie sich verändert? Und wie ist das denn überhaupt? Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass mein Papa, der hat mal bei IBM gearbeitet und sollte nach Stuttgart ziehen. Und da hatten die damals Computer, die waren so groß wie eine ganze Turnhalle. Und dann später gab es Computer, die passten dann ins Wohnzimmer. Ist das nicht cool? Wann hast du denn angefangen zu entwickeln und wieso? Wann kam der C64 raus? 84? Irgendwie so was. 14, 15 mit 15 oder so. Da war ich, das war 85, 84, 85 irgendwie so. Habe ich einen C64 bekommen. Vorher habe ich konsolemäßig irgendwie Atari-Konsole gespielt mit Missile Command und Tutankham und Zeugs. Und da habe ich angefangen, auch kleine Sachen zu programmieren. Ne? Mit Basic oder was das war. Ne? Turbo Pascal, Basic glaube ich war das. Weiß ich nicht, was war das immer? Zeilen, ne? Go-To, Zeile dies, überspringe, if then, ich habe das vergessen, wie das ging. Ne? Da habe ich angefangen, tatsächlich auch so kleinere grafische Sachen zu machen. Also Computerspiel, Text-Adventure-Gedöns zu machen. Eine Datenbank habe ich dann irgendwie gemacht, wo meine ganzen Filme, die ich aufgenommen hatte, damals irgendwie archiviert waren und also Zeug. Da habe ich angefangen, mich mit dem Computer zu beschäftigen, ja. C64. Wir hatten auch einen C64 zu Hause. Ja. Das fand ich auch total cool. Ich habe damals immer Space Taxi gespielt. Und das war aber Anfang der 90er. Also ein bisschen später. Mhm. Und die größte Mega-Errungenschaft war dann irgendwann Windows 98. Okay. Aber ich hatte keine Ahnung, wie man Computerspiele entwickelt. Wir haben irgendwann Informatikunterricht gehabt und den hat damals mein Mathelehrer gegeben. Der ist eigentlich ein cooler Dude. Aber der hat uns irgendwie gezeigt, wie man so einen Ball springen lässt. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was es da tut. Okay. Du schon. Schön. Ich schon. Ja, ich habe ja auch studiert den Driss, ne? Physik und Chemie auf Lehramt nachher. Da musst du ja auch ein bisschen irgendwie, Informatik gehört ja auch ein bisschen dazu, weil du musst ja Sachen auswerten und ne, gerade im Hauptstudium musst du da Tabellen wälzen und bla. Und dann ist es ganz cool, wenn du ein paar Sachen weißt, ne? Ja, in der Richtung. Hättest du denn dir vorstellen können, dass man damit mal irgendwie Geld verdienen kann oder dass man das zum Beruf machen kann? Habe ich mir erst nicht vorstellen können, dass man da tatsächlich irgendwie Geld mit verdient. Damals war das vielleicht irgendwie auch noch eine andere Geschichte. Da hat man, weiß ich nicht, mit 2, 3 Leuten irgendwie in der Garage gesessen, weil man sonst in der Wohnung diese ganzen Computer oder so vielleicht gar nicht haben wollte oder im Keller. Ne? Deswegen sage ich immer in der Garage, weil das war mehr so ein Ding, man hatte keine Firma oder so, wo man hinfuhr, sondern hat eher versucht, das so privat hinzukriegen. Das waren eher so Herzensprojekte, weil damals hat man nicht 8 Stunden am Tag an Spielen gearbeitet, sondern hat das vielleicht nebenbei gemacht, weil man muss ja auch irgendwie seine Familie ernähren. Gibt es bestimmt Leute, die das gemacht haben und auch Geld damit verdient haben, aber das waren die wenigsten. So. Mittlerweile geht das tatsächlich. Da kann man tatsächlich seinen Lebensunterhalt mit so einer kreativen Arbeit bestreiten. Das funktioniert. Das hat sich geändert, würde ich sagen. Ich fand, das Schwierige war für mich immer der Zugang. Also ich hätte mir gar nicht vorstellen können, dass ich, ohne das gelernt zu haben, irgendwie so einen Zugang dazu bekomme, dass ich verstehe, wie es überhaupt gemacht wird. Ich habe die Spiele geliebt irgendwie, habe das rauf und runter gezockt, habe mir gedacht, boah, haben die einen schönen Beruf irgendwie, die können irgendwie was bauen und sich was ausdenken und voll toll. Und als ich das erste Mal irgendwie war da so mehrere Kumpels, die dann irgendwie bei Piranha Bytes gearbeitet haben, als ich das erste Mal irgendwie da reingekommen bin und habe bei denen auf die Bildschirme geguckt, habe ich gedacht, was ist das denn? Dann liefen irgendwelche für mich irgendwie unbekannten kryptischen Hieroglyphen. Ja, wirklich da über den Bildschirm. Und ich dachte, um Gottes Willen, was muss man denn da lernen, um das zu verstehen? Und heute weiß ich ja, der Zugang ist viel leichter, auch heutzutage vor allen Dingen,
als ich das mir früher vorgestellt habe und als es früher auch war. Also die Zugänglichkeit ist einfach komplett anders. Ne? Ich fand das total süß. Irgendeine Person hatte jetzt unter den letzten Folgen irgendwo geschrieben, ja, ihr habt mich motiviert, mal bei einem Game Jam jetzt mitzumachen. Vorher habe ich mich nicht getraut, weil ich dachte irgendwie, ja, ich kann ja nichts oder so. Ne? Und das kann ich total nachfühlen, weil so ging mir das auch. Also man hat immer das Gefühl, ich habe das ja nicht gelernt, ich bin nicht gut genug, oder ich kann das ja nicht oder ich verstehe nicht alles. Aber das Ding ist, man muss das ja auch gar nicht. Man muss ja auch gar nicht alles können und alles verstehen. Irgendwie, es reicht ja, manchmal schon auch einfach, wenn man die Affinität dazu hat und gerne in einem bestimmten Bereich sich weiter schlau machen möchte. Und dafür sind diese Game Jams halt total gut. Man muss eigentlich gar nichts können, man kann sich trotzdem schon einbringen. Man kann ja vielleicht die Person sein, die mit designt oder die Dokumentation macht. Oder man kann auch die Person sein, die Ideen für die Geschichte mit einbringt oder die irgendwie was aufschreibt oder so weiter. Oder man lässt sich eine Aufgabe von jemandem geben und kann vielleicht irgendwie mit irgendeinem Malprogramm umgehen oder sowas in der Art. Und kann Grafiken erstellen oder sonst irgendwie was. Und dann teilt man sich das auf. Und schon entsteht etwas. Und das ist im Grunde genommen, ich glaube, der größte Unterschied zu damals, die Zugänglichkeit, vor allen Dingen auch durch die ganzen tollen modernen Programme, die es heutzutage gibt, durch das Internet. Man kann alles fragen. Damals, wenn man ein Problem hatte, ja, wen fragst du denn jetzt? Ja, da war ja keiner. Aber mit dem Internet kannst du einfach das Internet fragen. Und schon hast du zig Antworten auf so eine Frage, ne? Das ist auf der Haben-Seite, das ist die gute Seite. Gibt aber auch die negative Seite. Weil egal was man macht, es gibt immer einen, der es schon mal besser gemacht hat. Egal was es ist. Und jetzt kommt noch die AI dazu, die macht sowieso alles viel besser, als man selber machen könnte. Ja, das ist so. Und so, oder ist so, oder wird so empfunden, ne? Weil man muss ja nicht viel Arbeit reinstecken, ne? Gibt es denn den Beruf des Prompters, des AI-Flüsterers? Kann man das lernen? Ja, es gibt ja mittlerweile ja schon AIs, die das machen. Das machen AIs schon, die andere AIs irgendwie prompten und machen und tun. Der Mensch ist nachher nur noch derjenige, der sagt, es sei so, ja, wie die Arkoniden bei den Perry Rhodan anfangen, ne? Die degenerierten Arkoniden, die vor ihren Fiktivbildschirmen saßen und nur noch Gedankeninhalte manifestierten. Hört sich blöd an, ne? Was haben die gemacht? Die haben nur noch vor einem Bildschirm gesessen und alles, was sie an Gedankeninhalten hatten, hat sich dann bewahrheitet. Das heißt, ich habe einen Wunsch und erfüllt sich. Ne? Ich möchte irgendwas sehen, ich möchte irgendwas erleben und das erfüllt sich. So, fertig. So, ne? Wie so einer, als wärst du in so einer Nemesis, in so einer Traumwelt hier, Star Trek, ne? Gibt's ja diese treffende Generation, dieser Typ, der dann unbedingt in diese komische Sphäre da wollte, weil da ist ja viel schöner als in der Realität, weil da werden alle Wünsche erfüllt. Das ist wie ein Paradies, so, ja? Ist natürlich sehr verlockend. Die AI wird viele Sachen für uns übernehmen. Ganz bestimmt. Ja, die Maschinen fangen an zu denken und wir hören gänzlich damit auf. Ich glaube, das ist sogar ein Zitat aus Terminator irgendwie, ja. Gruselig. Das ist gruselig, ja. Und das hat natürlich super Impact. Das können wir noch gar nicht befassen, was das für einen Impact hat, ja, auf die Zukunft des Spielemachens oder überhaupt der kreativen Arbeit. Das wissen wir nicht. Wird auf jeden Fall wirsch und schneller zugänglicher. Easy to learn, hard to master, würde ich vermuten. Ja? Das heißt also, irgendwann sind die Tools so mächtig, dass du halt jeden Mist damit machen kannst. Ja? Mach mir mal irgendwie eine Star Wars Trilogie, wo ich und meine Frau irgendwie Hauptdarsteller sind. Dann wird das funktionieren. Das wird's geben. Irgendwann. Ne? So. Und was ist das dann noch wert? Ne? Wie viel lohnt sich denn überhaupt jetzt noch anzufangen, irgendwie Computerspiele machen zu lernen? Boah, schwierig, ne? Das weißt du nicht. Ne? Es gibt das, wie viel Spiele kommen raus pro Tag? 50? Mehr. Na, viel mehr. So, ne? Da denkt man sich ja, was ist denn da los? So, ne? Wieso sollte ich auf so einen völlig überlaufenden Markt überhaupt jetzt irgendwie nochmal Making Games? Ist völlig überlaufen, so, ja.
Das heißt, man muss auf sich aufmerksam machen, man muss jetzt schon irgendwie zusehen, dass man überhaupt Gehör findet bei den Leuten. Auch auf Twitch habe ich unheimlich viele so total erfolgreiche Streamer gesehen, so, ne? Die haben dann, die dümpeln da rum bei ihren 50 Zuschauern oder so, während die vorher irgendwie 500 oder 5000 hatten oder so. Das verteilt sich auf einmal. Da gibt es so ganz wenige, die irgendwie sich durchsetzen und alle anderen, die verschwimmen so im Schleier der Legenden so ein bisschen, ne? Ich hatte jetzt einen total interessanten Beitrag gelesen in der Gameswirtschaft. Da wurde beschrieben irgendwie, dass ein Artikel, der in der Gameswirtschaft geschrieben wurde über die Schließung von GameStop in Deutschland, einfach total dreist kopiert wurde und das nicht mal mit sehr viel Mühe. Weil auch im Journalismusbereich, und das heißt zum Beispiel eine andere Sparte, die aber irgendwie auch mit uns zu tun hat, Ja. Ganz oft jetzt auch Leute entlassen werden und einfach durch KI ersetzt werden, weil die KI so schlau ist, einfach die Artikel zu generieren. Und was macht die KI? Die KI guckt, was ist denn momentan gerade so Neues reingekommen irgendwie und schreibt dann, mehr schlecht als recht, diesen Artikel einfach nochmal und dann wird er selber veröffentlicht. Und wenn man dann noch nicht mal sagt, woher die Quelle stammt, von der man da abgekupfert hat, dann ist es natürlich schon blöd, wenn nicht Mühe investiert wurde, wenigstens gut zu kopieren. Und in Zukunft können wir ja auch erwarten, dass diese KIs auch noch ein bisschen intelligenter werden und man dann nicht sofort sieht, dass alles abgekupfert wird. Und dann gab es eine Diskussion. Siehst du doch teilweise heute schon nicht mehr. Genau, und dann gab es noch eine Diskussion unter dem Artikel, das fand ich auch ganz interessant, nämlich, dass einer dann sagte, naja gut, das kann man wahrscheinlich gar nicht richtig aufhalten, man kann versuchen, sich zu beschweren oder so, oder Kann man wenigstens nicht, die Quelle zu nennen, aber was die KI immer braucht, ist irgendwie die Initialzündung. Das heißt, irgendwer muss immer die erste Meldung schreiben. Ja gut, das kann eine AI ja auch übernehmen. Irgendwann. Nee, kann sie nicht, weil Nee? die hat ja die Ursprungsinformationen nicht. Das ist natürlich spannend, ne? Das ist spannend, aber es muss erstmal was da sein, damit was daraus gemacht werden kann. Das kann heißt, auch eine KI erzeugen. die KI, die muss ja erstmal mit irgendwas gefüttert werden. Woher kommt denn das, was damit gefüttert Ja, die wird? müsste sich das selbst ausdenken, ne? Genau. Kann sie das nicht? Aktuell noch nicht, ne? Ne? Nee, momentan. Irgendwann füttert wird sie das können. Die lernt, ja. Ja. Aber dass sie, ne, dann musst du der KI quasi beibringen, wie sie recherchiert. Das ist natürlich viel schwerer. Das Schlimme an der ganzen Geschichte ist Fiktion und Realität. Das verschwimmt momentan. Wird unheimlich viel gelogen, wird unheimlich viel Desinformation verbreitet. Ja. Und es interessiert niemanden, dass das so ist. Manche Leute nehmen das sogar noch für bare Münze, was da behauptet wird teilweise. Und das ist bei einer AI natürlich jetzt auch noch eine AI erfindet Dinge, ja. So, wenn man eine AI etwas simulieren lässt, dann ist das eine fiktive Realität, ne? In der Medizin wird das gemacht teilweise, ne? Ich habe mich mit dem Dr. Marc Benecke über dieses Phänomen AI unterhalten und so, und er hat mir erzählt, dass Sachen teilweise simuliert werden, ne? Operationen, Krankheitsverläufe und so weiter. Das ist eigentlich Fiktion, hat mit der Realität nichts zu tun. Aber eine AI rechnet Dinge aus, wie Therapien laufen, wie Operationen laufen, was jetzt hier, ne? Und so. Und das ist so nah an der Realität, empirisch beweisbar, ja, dass die AI sich irgendetwas ausdenken darf und man das dann tatsächlich wissenschaftlich benutzen kann, weil man weiß, okay, das Ding hat das ja jetzt durchgerechnet, so und so viele Möglichkeiten. Der wahrscheinlichste Fall ist, dass der dann eintritt, okay, dann richten wir uns danach. Das hat tatsächlich richtigen Einfluss auf die Medizin momentan, diese Dinge, ja. Und da denkt man sich, ja, das ist aber doch nur Fiktion. Naja, mit der Vorlage der Realität. Ja? Die Realität ist die Vorlage für die Fiktion. Und irgendwann verschwimmen diese Grenzen. Was ist denn jetzt die Wahrheit? So, was ist denn jetzt wahr? Die Wahrheit ist, dass wenn du so einen Artikel bekommst, den veröffentlichst, dass die meisten Leute gar nicht schauen, ist der denn vernünftig recherchiert worden. Und dann lesen die das und dann sagen die, ja, guck mal, da steht's doch. Und dann gucken die vielleicht noch, wer es geschrieben hat. Ne? Das heißt also, welche Zeitschrift das war. Und dann kann man vielleicht noch entscheiden, ob man dieser Quelle vertraut, dass sie auch vernünftig recherchiert oder eben nicht.
So, und dann muss man halt schauen, wie geht man damit um. Die meisten Menschen glaube ich, machen sich darüber keine Gedanken, wo die Quelle herkommt. Die lesen das, finden das entweder cool oder finden das doof, werden Dinge behauptet, ja, nein, weiß nicht, ne? Da denkt man sich dann manchmal auch wirklich, mein Gott, das ist doch Quatsch. Da muss doch jemand etwas gelernt haben, sowas wie Medienkompetenz in den letzten 20 Jahren oder so, ja. Weil es dann auch ältere Leute, bei Kindern kann man das vielleicht nachvollziehen, aber selbst ältere Leute so, ne? Dann fällt man da drauf rein. Wer von uns ist nicht schon auf irgendwas reingefallen, was eine AI erzeugt hat, wo man denkt, was ist das denn? Ach, okay, das ist generiert, ja? Oder irgendein Artikel, den man gelesen hat, was ist das denn hier? Ne? Das muss man lernen und das wird eine der größten Herausforderungen in der Zukunft jetzt. So, ja? Dass gerade diese Dinge, da muss man gucken, was denn jetzt war und was es nicht war. Richtig. Für uns, für Making Games bedeutet das, was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass Menschen etwas gut oder schlecht finden. Ist für uns ganz wichtig. Ne? Das heißt also, wir müssen jetzt uns darauf verlassen können, dass Dinge, die Menschen uns sagen, die Wahrheit sind. Wenn wir Spiele bauen. So. Und dann testen wir und dann bespaßen wir Leute mit unserem Spiel oder eben nicht und dann müssen wir gucken, welche Inhalte dürfen wir da einbauen und so weiter. Wir hatten euch mal ein bisschen was erzählt über Engines zum Beispiel. Da könnt ihr euch einfach austoben. Man kann die Unreal Engine einfach runterladen und die sich einfach mal selber angucken. Das kostet nichts, dafür braucht ihr nichts. Das kann man einfach so machen. Es gibt auch ganz einfache YouTube-Tutorials, die euch zeigen, wie das geht. Dasselbe gilt für die anderen Engines übrigens auch. Ihr könnt euch einfach mal Unity anschauen, ihr könnt euch einfach mal Godot anschauen und ihr könnt auch einfach euch andere Leute anschauen, die sich das anschauen, ja, wer das nicht selber machen möchte. Dasselbe gilt auch für Programme, die zum Beispiel, mit denen man Dinge bauen kann, zum Beispiel Blender hat sowohl Videofunktionen als auch hauptsächlich natürlich diese, wie erschaffe ich 3D-Objekte, und da gibt's auch jede Menge Tutorials. Dasselbe gilt für Zeichenprogramme oder so. Man kann sich im Grunde genommen ganz viel austoben und sich Dinge anschauen, wie sie gemacht werden, und das Wissen, das ist einfach frei zugänglich für jeden. Und das ist eine Sache, die einerseits dazu führt, dass es viel mehr Sachen gibt, die irgendwie veröffentlicht werden, weil sie irgendwer zu Hause mal eben irgendwie gemacht hat. Und gleichzeitig führt es auch dazu, dass man sehr viel stärker aussieben muss, was etwas Interessantes ist, etwas, was uns auch wirklich interessiert, etwas, was durchdacht, gut gemacht ist, wofür man zum Beispiel Geld ausgeben will und was eben nicht, ja. Aber das ist sehr, sehr spannend und eine riesen Bandbreite und führt dazu, dass das auf jeden Fall heutzutage eine ganz andere Sache ist, als damals Computerspiele zu machen, aber sie ist auch immer noch cool. Absolut, ja. Sonst würden wir es nicht machen. Sonst würden wir die Grätsche nicht machen. Genau. Dann komme ich jetzt noch zu einer Community-Frage. Ja. Die Frage heißt: Hallo ihr Lieben. Müsst ihr euch eigentlich beim gemeinsamen Zocken manchmal zwingen, nicht ständig über eventuelle Mechaniken im Hintergrund oder Designentscheidungen zu sprechen, oder könnt ihr das komplett ausblenden? Nein, man kann das nicht komplett ausblenden, aber ich kann trotzdem Computerspiele genießen, weil Spiele sind teilweise so komplex oder so schön einfach nur, dass man so dieses emotionale Bindung an so ein Spiel, ne? Das heißt, irgendeine Art von Geschichte huckt mich dann auch, ne? So sowas wie der Magi, der auf den Spuren seines Sohnes da, ne? Und den Pharao Geschichte und bla und mit der Kleopatra und seiner Frau und dies und das bei Assassin's Creed Origin, das packt mich emotional. Das sind mir die Mechaniken gar nicht so wichtig, ne? Das ist einfach, ich möchte diese Geschichte erleben. Dieser Typ, der dann irgendwie die Pyramiden plündert, so, ja, das ist irgendwie cool. Das ist einfach nur cool, ja. Und dann reitest du dann über die Prärie und dann hast du deine Halluzinationen und dann das ist einfach ein tolles Gefühl, wenn das Spiel dann irgendwie so dir ein Gefühl vermittelt, du bist jetzt hier dieser Typ da in der Wüste und suchst nach deiner Bestimmung. Das ist irgendwie cool. So, und da ist das auch nicht wichtig, wie sind die Mechaniken gemacht. Da ist es auch nicht wichtig, würde ich das anders machen. Da ist es auch nicht wichtig, was machen wir denn jetzt im Vergleich dazu in unserem Spiel oder so. Aber Streifen tut dann das trotzdem immer wieder, ne? Das heißt also, es ist auf gar keinen Fall ganz weg.
Nur man kann sich von Bild und Ton fangen lassen. Von einer Atmosphäre, von einer Geschichte, von Charakteren, die cool gemacht sind, von schönen Bildern. Ne? Also das muss nicht unbedingt immer irgendwie, sage ich jetzt mal, einen Einfluss haben auf die eigene Arbeit. Manchmal ist es einfach nur schön, ein Computerspiel zu spielen. Das stimmt. Aber ich finde das auch eigentlich was Cooles. Also ich muss ständig darüber nachdenken, wie etwas gemacht wird, aber meistens ist das auch irgendwie inspirierend oder bringt einen dann doch auf Ideen und das ist irgendwie auch was Cooles irgendwie. Also es versaut einem überhaupt nicht das Hobby. Nein. Und Ideen gibt's genug. Ja. Ja, cool. Hoffentlich beantwortet das die Frage und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Pitted Studio TV. Genau. Vielen lieben Dank. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja. Mal gucken, was die Zukunft bringt, ne? Ich bin gespannt. Ich auch.